In diesem Video wollen wir euch erzählen, wie der gesundheitliche Zustand von Atma ist. Man kann sagen, dass sein Körper physisch so ausgelaugt ist, dass der Körper und Seele sich trennen. Also man müsste sagen, der Körper hat gar keine Kraft mehr zum Leben. Es ist so, dass der Körper vollständig seine sämtlichen Energiereserven aufgebraucht hat. Und das ist der Grund für diese schweren Erschöpfungszustände, die immer wieder kommen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wie eine ständige Welle, die sich ständig wiederholt. Und solange Atma sich keine Zeit genommen hat, um wirklich zu regenerieren, ist es schwer für die Seele im Körper zu bleiben. Wir haben halt diese quantenmedizinische Untersuchungen machen lassen, wo die Energiefelder auch gemessen werden, die Chakren, die Aura, die Meridiane, die Elemente, und die Aussage war ganz klar: Wenn ich jetzt nicht kürzer fahre, dann werde ich in den nächsten Monaten nicht mehr sein. Und es sind mehrere Warnungen gekommen. Meine Homöopathin hat es mir ganz klar gesagt. Wir haben viele Mails bekommen und Anfragen auch, ja, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie konnte meine Gesundheit so weit runtergehen? Und es gibt 3 Punkte. Und der erste Punkt ist, dass ich die Aufgaben und die Verantwortung der Weltfriedensmeditation, die energetischen Auswirkungen auf mein System vollkommen überschätzt habe. Auch eben halt die Kurse, die Initiationen, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt sind, dass wir seit Jahren schon, dass ich mit starken negativen Energien, Drohungen und so weiter auch konfrontiert werde. Und der dritte Punkt ist, ich habe mir zu wenig Ruhezeiten gegeben. Und Thomas hat das wundervoll ausgedrückt. Er sagte, ein schneller Zug entgleist schneller als ein langsamer. Und das gilt für alle Menschen, die spirituell tätig sind und die sich mit hochtechnologischen Werkzeugen arbeiten, wie wir es tun. Es ist so, wenn wir damit beginnen, ist es so, als wenn wir von einem gemütlichen, langsamen Personenzug, der durch die Gegend schaukelt, auf einen Hochgeschwindigkeitszug umstellen. Und wenn dann irgendetwas im System nicht ganz rund ist, dann entgleist dieser Zug schneller als der langsame. Leichter. Ja. Mhm. Ja, also zum ersten Punkt, den Atma gerade angesprochen hat, die Initiation und die Arbeit mit der Weltfriedensmeditation, kann ich vielleicht was erzählen. Wir haben in den letzten Jahren, im vergangenen Jahr hatten wir 6 Gruppen, 6 Initiationen, und die Anzahl der Teilnehmer war zwischen 40 und 100 Leuten. Und die energetische Arbeit, die nicht nur darin besteht, dass man einen Kanal gibt. Der Schwerpunkt ist, dass ganz viele Themen dadurch gelöst werden, ganz viele Themen verarbeitet werden und dass ein Teil der Energie, der wertfrei gesagt, der negativen Energie, durch das System desjenigen läuft, der die Initiation gibt, der den Energiekanal gibt. Und das führt dazu, dass jemand, dessen Reservetank ohnehin schon sehr auf Limit ist, dann sehr ausgezehrt wird. Also wir hatten diverse Situationen, wo Atma auf dem Boden kauernd eigentlich nicht mehr wusste, wo er sich befindet, weil es kann sein, dass man im Grunde genommen erschlagen wird von all dem, was dadurch das eigene System läuft, und das Entladen sehr zeitaufwendig ist und sehr auch kräftezehrend ist. Und die Zeit muss man sich dann nehmen. Und in unserem Falle ist es ja oft so, dass die Zeit einfach nicht gegeben ist, aufgrund der sämtlichen Umstände, die so bei uns sind.
fehlt uns oft die Zeit. Letztendlich sind das wertvolle Erfahrungen, die, ich hatte den Segen, dass ich 12 Jahre mit einem Meister sein durfte, und ich habe beobachtet, wie er im Laufe der Jahre körperlich abgebaut hat und es ihm sichtbar schlechter ging. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich dachte, jemand, der so eine Anbindung ist, nur er hat auch das Karma und ja, von Tausenden von Menschen übernommen und hat enorme Prozesse gegeben. Und die Energiemechanismen sind mir jetzt wesentlich bewusster. Auch, dass die Weltfriedensmeditation, die ja ganz schnell auf 800, 900 Leute hochgegangen ist, dass wir natürlich bei jeder gemeinsamen Meditation, es geht ein Teil eben halt auch hauptsächlich durch mein System, ein kleiner Teil, auch die Feuerpujas, die wir machen. Feuerpujas sind wundervoll, wenn sie zum Entladen verwendet werden, aber die Feuerpujas ist der allergrößte Aspekt, ist es, dass wir damit den Schmerzkörper, das morphogenetische Feld um die Erde herum reinigen. Und es ist ein energetisches Gesetz, das ein kleiner Teil durch mein System geht und ich dafür auch verantwortlich bin. So, und das ist der Grund, warum die Meister, die Heiligen, die sitzen stundenlang jeden Tag vorm Feuer und sie entladen die aufgenommene Negativität ins Feuer. Oder sie machen reinigende Bäder in heiligen Flüssen. Da geht es um das Entladen, also was wir, ne, wenn wir duschen, Zähne putzen, es geht um das Entladen der feinstofflichen negativen Energien, Schwingungen. Und wir alle sind heutzutage davon umgeben. Also gilt letztendlich für alle von euch. Ja, und je größer die Gruppe ist, umso mehr Negativität wird transformiert und umso mehr läuft dann letztendlich durch dein System. Also das ist nicht zu verachten und nicht zu unterschätzen, und wir haben das unterschätzt. Ja. Und ein Aspekt, und ich habe überlegt, ob ich das ansprechen soll, bisher haben wir nie darüber gesprochen, dass wir eben auch seit vielen Jahren ja auch wirklich negativen Angriffen ausgesetzt sind. Also es war einmal, dass wir für ein halbes Jahr lang jede Woche kam eine E-Mail, mit Drohung, dass wir unsere Webseiten vom Netz nehmen sollen. Dann hatte euer Atma innerhalb von 6 Wochen 3 schwerste Autounfälle. Und alle 3 hätten tödlich ausgehen können. Und das waren sehr mysteriöse Umstände, unter denen diese Unfälle passiert sind. Und es war ein Wunder, dass ich da heil rausgekommen bin. Und interessant war dann, dass dann 14 Tage später, nach dieser Serie von 3 Unfällen, wo also dann der zweite Unfall, der Wagen vollkommen total Schrott und verbeult war, und das ein Wunder ist, dass ich da hinten rausgekommen bin und heil noch mit einigen Schnittwunden. 14 Tage danach eine Person, der ich vertraut habe, mir sagte, das war eine Warnung. Und hör auf mit deiner Arbeit, nimm deine Seiten vom Netz, ansonsten wird es beim nächsten Mal nicht so glimpflich ausgehen. Also ich war geschockt. Und ja, oder vor 2 Jahren, weißt du, wo ich auf einmal aus dem Nichts heraus diese immensen Schmerzen hatte für 10 Tage. Ich habe 11 Kilo in 10 Tagen abgenommen und wir wissen, woher das kam. Also es sind wirklich seltsame Sachen passiert. Dann wurde die Seite der Weltfriedensmeditation gehackt. Die Datenbank wurde zerstört. Wir waren 3 Tage vom Netz. Dann hat Google einmal unsere Seite gesperrt, weil von unserer Seite aus massenhaft Spam in die ganze Welt geschickt wurde. Solche Seiten passieren. Wir bekriegen teilweise bis zu 30 Spam-Beschwerden für die Weltfriedensmeditation. Und wir konnten nachvollziehen, dass sich Leute anmelden für die Weltfriedensmeditation und sie bekommen dann die E-Mail, bitte bestätigen Sie Ihre Anmeldung. Und diese E-Mail wird dann schon als Spam gemeldet und deswegen landen dann unsere E-Mails ganz häufig im Spam-Ordner und erreichen dann nicht den Empfänger. So, und letztendlich sind all das Symptome, dass wir einen guten Job machen, Genau. Und dass wir eben auch weitermachen, aber gleichzeitig eben auch achtsam sein dürfen. Ja, und ich denke, wir werden nachher noch ein bisschen mehr über die Aufgaben in der Weltfriedensmeditation sprechen, weil viele bisher da auch
und nicht so den Einblick haben. Der dritte Punkt, der eben ganz wichtig ist und für alle Lichtarbeiter so entscheidend ist, ich habe mir viel zu wenig Ruhe gegönnt. Und aufgrund dieses ganzen Stresses, des äußeren Drucks, auch eines immensen finanziellen Drucks, weil im Grunde haben wir die letzten 3 Jahre, wir gucken immer, wie kriegen wir die Miete für den nächsten Monat zusammen. Und klar, ich hatte diese schwere Borreliose, wo ich auch körperlich ziemlich ausgezehrt war und eigentlich nicht die Zeit war, mich richtig zu regenerieren. Der Punkt war, dass es mein Glaube war, dass ich aufgrund dieser ganzen äußeren Faktoren es mir nicht möglich war zu sagen, ich ziehe mich jetzt mal für 4 bis 6 Wochen zurück und regeneriere, habe mir auch dann die Mittel, die notwendig gewesen wären, nicht gegönnt, die Präparate dafür. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das war ein Glaubenssatz. Und das erleben wir in der täglichen Arbeit, wie tief manche Glaubenssätze sind. Weil euer Atma ist 2-mal für ein Jahr nach Indien gegangen, hat dort das Wissen studiert und es war auch kein Geld vorhanden. Aber damals war das so, ich wusste, ich muss nach Indien und ich wusste, es wird klappen. Und es hat dann manchmal erst ein paar Tage vorher, waren die Mittel dafür zur Verfügung, aber sie waren da und es war möglich. Und das ist auch ein Aspekt, woran wir jetzt arbeiten, weil wenn ihr an etwas glaubt und ihr fühlt es im Herzen, das ist notwendig, dann wird es auch funktionieren. Da werden die Mittel auch dafür da Ja. sein. Also Mhm. nicht nur die eigene Arbeit, sondern auch wirklich die Mittel, die man braucht, um dieses umzusetzen. Ja. So, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das beobachten wir. Ähm, Jeder, der hier auf diesem Planeten lebt, auch spirituelle Lehrer und Meister, sie haben Blockaden und haben blinde Flecken. Und das ist ganz natürlich, weil wir alle leben hier in diesen 5 Elementen und wir sind auch alle quasi von einem Illusionsfeld umgeben. Und ihr kennt das alle. In dem Moment, wo ein Stressfaktor kommt, dann fallen wir aus der Anbindung raus. Und das passiert auch mir. Und ich habe so oft in den letzten Jahren immer wieder den Impuls bekommen, ziehe dich zurück, nimm dir Ruhezeiten. Und ja, die Illusionen waren so, ich meine, das ist nicht möglich, Familie zu ernähren und ja, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, dann auch an den eigenen Themen zu arbeiten. Das ist halt ein Glaubensmuster, das wir bei sehr vielen spirituellen Menschen beobachten. Ähm, Solange sie für andere etwas tun, können sie sich so einsetzen und sie erreichen sehr viel und sind erfolgreich. In dem Moment, wo es um sie selbst geht, glauben sie, dass sie es nicht verdient haben. Und letztendlich es dient der Welt, wenn wir gut für uns sorgen, weil nur dann können wir auch wieder etwas der Welt zurückgeben. Und das ist etwas, was auch wir lernen dürfen und müssen und auch werden in Zukunft, um diese Arbeit weiter fortführen zu können. Es ist auch noch ein Aspekt, dass es egoistisch und falsch ist, wenn man sich um sich selbst kümmert. Also für andere zu kümmern, sich um andere zu kümmern, ist edel und anstrebenswert, aber alles, was man für sich selbst tut, wird mit dem Deckel des Egoismus, des negativen Egoismus beladen. Und ich glaube, dass auch einer der Schwerpunkte unserer Arbeit in der letzten Zeit war, eben sich von diesem Glaubensmuster zu befreien. Das ist ein wichtiger Aspekt. Es geht darum, dass wir unsere tiefsten Glaubensmuster, die noch in uns sind, dass wir die wahrnehmen und auflösen. Und es sind viele, viele Schichten. Ich möchte eine Erfahrung mit euch teilen. Eine der tiefsten spirituellen Erfahrungen in meinem Leben. Und gleichzeitig war das ein so liebevoller Hinweis, mehr auf mich zu achten. Das war 2014. Wir haben in einer Gruppe einen spirituellen Prozess gemacht. Die Vorbereitung ging einige Wochen und unser Herzenswunsch war es, eine göttliche Seele zu ziehen, dass sie wirklich in die physische Form kommt. Und letztendlich ist es geschehen. Das heißt,
diese göttliche Seele war vor uns. Und wir hatten Prasad vorbereitet. Das ist so, wenn ein liebevoller Gast zu euch nach Hause kommt, dann reicht ihr ihm eine Speise dar, gibt ihm ein Aperitif etc. Und so haben wir das auch gemacht. Und euer Atem hat dann dieser göttlichen Seele eine Speise dargereicht und sie hat sie nicht genommen. Und sie hat mich aufgefordert, dass ich zuerst von dieser Speise nehme. Und das war etwas, da hat sie meinen Blog so angetriggert, so wie unhöflich das ist. Und ich habe es gemacht und dann wieder eine Speise dargereicht. Sie hat es wieder abgelehnt. Das passierte 5-mal. Ich musste 5-mal einen Löffel von dieser Speise essen und dann hat sie angenommen. Die Botschaft war so klar und ich habe sie letztendlich nicht umgesetzt. Ja. Und das Interessante ist, dass vor 2-3 Wochen unser 2-jähriger Sohn, 2 Jahre, 3 Monate, ich habe ihm einen kleinen Nachtisch bereitet und er wollte ihn nicht. Papa. Und dann gab er mir einen Löffel in den Mund und ich musste essen. Da dachte ich, okay, jetzt du. Er hat das wieder nicht angenommen. Er hat mir 5-mal den Löffel gegeben. Ich dachte, okay. Und dann hat er seine Schale aufgegessen. So, wir bekommen die Hinweise und wenn wir blinde Flecken haben, dann sehen wir sie manchmal nicht. Und dafür ist es natürlich auch gut, einen Partner zu haben, um das zu reflektieren. So die Essenz ist es, und das ist für uns wichtig und für alle wichtig, dass negative Kräfte, sie können dort quasi zuschlagen, wo unsere Schwachstellen sind. Und das kann emotional sein, das kann ein Herzensbruch sein, der nicht geheilt ist, das kann Neid sein, das kann Eifersucht sein. Dort können diese Energien auch in unser System reinkommen. Und letztendlich können sie uns auch als Spiegel dienen, dass wir weiter spirituell wachsen. Und so ist unsere Empfehlung für alle Menschen, nicht nur für diejenigen, die irgendwelche Projekte in die Welt bringen, gut für sich zu sorgen. Immer wieder in die Anbindung gehen. Zu gucken, welche Impulse kommen aus der Anbindung heraus, wo ihr im Herzen fühlt, das macht Sinn, das ist wahr. Auch gut für sich zu sorgen, in Form von guter Ernährung, in Form von Fitness, viel in die Natur gehen, ja, viel zusammen lachen, sich blöde alberne Filme anzugucken. Und auch wenn sich das manchmal komisch anfühlt, dass man sagt, das kann ja nicht ein Impuls aus der geistigen Welt sein, wenn es darum geht, guck dir eine Komödie an oder sowas. Und dass wir wirklich fühlen, dass es darum geht, dass es uns gut geht. Dass es uns in erster Linie gut geht. Weil wenn ihr aus dem Herzen lacht, dann seid ihr sofort wieder in der Anbindung. Das ist der göttliche Humor. Und den können und dürfen wir uns bewahren. So, wir sind auch mehrmals, immer wieder werden wir angeschrieben. Kurz zusammengefasst, wie kann die geistige Welt es zulassen, dass Menschen, die sich für das Gute einsetzen, dass sie gesundheitliche Probleme haben oder dass sie an Geld zu knapsen haben. Und wir fühlen, dass das ein Unverständnis ist. Wie kann Gott das zulassen? Und natürlich, es ist der beste Schutz, wenn wir diese Arbeit tun. Gleichzeitig aber ist es wichtig, dass wir auch gucken, wo sind unsere Themen, die wir weggepackt haben. Und ein anderer Aspekt, der in der westlichen Spiritualität kaum gelehrt wird, es gibt in der Schöpfung, in der Polarität 2 Kräfte. Es gibt eine positive Kraft und eine negative Kraft. Yin und Yang, Tag und Nacht, Frau und Mann. Und wir können nicht sagen, die eine Kraft ist schlecht und die andere ist gut. Es ist die Dualität, in der wir leben. Und es sind die beiden Seiten einer Münze. Es gibt die eine göttliche Kraft. Und da haben wir die positive und die negative Seite. Und jedes Wesen entscheidet, in welche Richtung es geht. Ein Messer kann dafür verwendet werden, um ein Leben zu retten oder zu töten. Und das zu verstehen und
Menschen, die in der Spiritualität sind, die da ein tiefes Sehnen haben, wieder sich mit dem höchsten Licht, mit dem Göttlichen, mit der Quelle zu vereinen, wenn die so hoch mit ihrer positiven Energie gehen, dann werden sie auch mit dem Schatten konfrontiert werden. Und es geht auch darum, in sich Licht und Schatten zu integrieren. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und zu wissen, dass auch der Schatten, die Negativität, die negativen Kräfte, wir alle kommen aus einer Quelle. Und so versucht eben die andere Seite, das zu verhindern, indem sie unsere Blocks auffängt und uns genau da trifft, wo es uns am meisten wehtut, was uns sehr hilft, eben diese Themen aufzulösen und hilft uns, das überhaupt zu erkennen, weil bevor es nicht wehtut, erkennen wir die Muster nicht. Und oft stellen wir in unserer täglichen Arbeit an uns selbst fest, dass es ganz, ganz feine Schwingungen sind. Es ist nur ein Hauch von einem Gefühl, aber dieses Gefühl, diese Welle ist da. Und wenn man das miteinander bespricht, anspricht und klar ausspricht, kann man diese Themen eben erkennen und auflösen. Und das ist umso schöner, dass wir diese Chance bekommen. Also danke der anderen Seite, dass wir die Möglichkeit haben, eben diese feinen Schwingungen, feinen Impulse wahrzunehmen und sie überhaupt zu erkennen und zu verändern. Aber es gibt einen Punkt noch, und das ist mir auch noch wichtig zu sagen. Es gibt diese negativen Kräfte hier in dieser Schöpfung. Wir sind im Kali-Yuga-Zeitalter, wo so viel Negativität herrscht. Und das ist das Verwerfliche. Die negativen Kräfte, sie versuchen mit allen Mitteln, das Wachstum der Menschen zu blockieren, zu verhindern. Und das ist das, was wir nicht zulassen. Also auch, damit das klar ist, wir kämpfen nicht gegen die dunkle Seite, weil das bringt nichts. Aber wir lassen nicht zu, beziehungsweise wir tun alles, um das aufzulösen, was die Menschen blockiert und daran hindert, zu wachsen und bewusst zu sein, bewusster zu werden, zu erkennen, was hier läuft. Denn es läuft ein perfides Spiel auf diesem Planeten, wovon nur einige wenige einen Vorteil haben. Und dort geben wir alles für und da stehen wir für. Das Video über den gesundheitlichen Zustand von Atma bedarf einer Ergänzung. Seit heute wissen wir, dass er erneut Borreliose diagnostiziert bekommen hat. Vor 2 Jahren hat Atma erfolgreich Borreliose besiegt. Er hat innerhalb 3 Monaten alle Erreger beseitigt. Es war nichts mehr feststellbar. Wir wissen aber, dass diese Erreger sich gerne zurückziehen und so, dass man sie nicht mehr auffindet. Aufgrund dessen, dass er keine Zeit gehabt hat, um sich zu regenerieren, keine Zeit gehabt hat, um zur Ruhe zu kommen. Durch die Geburt unseres Sohnes und die Umstände, die Arbeit, die mit sich bringt, war es ihm nicht möglich, sich so weit zu erholen, dass sein Immunsystem aufgebaut hätte werden können. Und das ist der Grund, warum die Erreger sich wieder haben zeigen können, wieder haben sich ausbreiten können und sein System befallen können. Da wir das jetzt wissen, wurde uns einiges noch klarer und deswegen wollten wir dieses Video, was wir gestern aufgenommen haben, nochmal überarbeiten. Denn das ist eine sehr wichtige Information, denn aufgrund dessen, dass die Borreliose-Erreger sehr aggressiv sind und der gesundheitliche Zustand, also und der Erschöpfungszustand von Atma so gravierend ist sein Zustand lebensbedrohlich. Also es ist in der Tat so, dass er unglaublich viel Ruhe braucht jetzt und Rückzug, um überhaupt mit den Erregern fertig werden zu können. Und die notwendigen Präparate. Ja, die notwendigen Präparate und die Therapie, die keine Krankenkasse trägt. Das heißt, wir sie selbst tragen, es bezahlen müssen.